Ich hätte erwartet, dass mich ein Professor für Kirchenrecht mit juristischen Argumenten überzeugt. Stattdessen bin ich nach dem Interview mit mehr Fragen zurückgeblieben als vorher. Und genau diese Fragen möchte ich heute stellen. Dieses Video entsteht unter etwas ungewöhnlichen Umständen. Es ist mitten in der Nacht. Draußen tobt ein schweres Gewitter und ich nehme das Ganze spontan mit dem Handy auf. Das Thema ist aktuell und ich möchte nicht erst in einigen Tagen darauf reagieren, wenn die Diskussion vielleicht schon wieder vorbei ist. Es geht heute um ein Interview mit Professor Dr. Christoph Olli zu den Bischofsweihen von 1988 und zur Priesterbruderschaft St. Pius X., beziehungsweise auch zu den angekündigten Bischofsweihen, die ja in wenigen Stunden praktisch stattfinden. Gerade weil er ein renommierter Kanonist ist, halte ich es aber für legitim, einzelne Argumente einer sachlichen Prüfung zu unterziehen. Und deshalb finde ich es auch schade, dass bestimmte Kanones überhaupt nicht zur Sprache kommen in dem Interview. Man hat das immer so gedeutet, dass in diesem von Ihnen zitierten Schreiben nicht das Wort Schisma als solches auftritt, also dass die Feststellung eines Schismas damit auch dokumentiert wird, sondern der Akt der unerlaubten Weihe von 4 Bischöfen ohne das päpstliche Mandat gemäß dem kanonischen Recht der katholischen Kirche einen Akt darstellt, der schismatischer Natur ist, der also sozusagen, wenn er fortgeführt wird, wenn er sich weiterentwickelt, in ein Schisma hineinführen wird, sodass man es zumindest formalrechtlich in den Begrifflichkeiten unterscheiden kann. Hier ist etwas geschehen, was in sich die Potenz des Schismas trägt. Und ich glaube, die Reaktion von Johannes Paul II. Hat das ja deutlich gemacht, auch im Blick auf die weiteren, auch rechtlichen Schritte, dass man versucht hat, an diesem Akt so zu arbeiten, dass man ihn möglichst wieder in die Kirche auch integriert, in die Einheit der Kirche integriert, ohne dass es dann auch zu einem formal festgestellten Schisma kommen könnte. Von daher kann man diese beiden Begrifflichkeiten, glaube ich, auseinanderhalten und differenzieren, was aber an der Schwere des Aktes nichts ändert. Ein schismatischer Akt trägt in sich die Potenz, der Kirche nicht nur eine Wunde zuzufügen, sondern eben sie auch zu perpetuieren, dadurch, dass durch das, was dort geschehen ist, letztlich eine Parallelkirche entsteht, die nicht mehr in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht. Und das widerspricht dem Gebot Jesu in massiver Weise. Und deswegen muss immer gesehen werden, was Schisma eigentlich von seiner Natur her ist, nämlich die festgestellte Nichtunterordnung unter den Papst und die Bischöfe als diejenigen, die von Christus der Kirche geschenkt sind in ihren Ämtern, um die apostolische, die eine Kirche damit auch zu repräsentieren und in ihrem Dienst die Zusicherung zu geben, dass wer in Communio, in Gemeinschaft mit Papst und Bischöfen steht, dann auch in der vollen Gemeinschaft, in der vollen. Der Professor übernimmt hier praktisch die Sprache von Ecclesia Dei Adflicta. Es habe 1988 keinen eigentlichen Schisma gegeben, sondern einen schismatischen Akt, der die Potenz eines Schismas in sich trage. Das Problem ist, diese Unterscheidung findet sich im CIC nicht. Das kanonische Recht kennt Schisma, Kanon 751, Exkommunikation wegen Schisma, damals Kanon 1364, aber keinen eigenen Rechtsbegriff schismatischer Akt. Diese Formulierung wird wie eine neue Zwischenkategorie zwischen Ungehorsam und Schisma verwendet. Diese Dreiteilung existiert im Gesetz aber nicht und mangels gesetzlicher Definition muss er im gewöhnlichen Wortsinn verstanden werden. Ein schismatischer Akt ist seinem natürlichen Wortsinn nach ein Akt, der Schisma verwirklicht oder herbeiführt. Ihn als einen eigenständigen kirchenrechtlichen Zwischenstatus zwischen Ungehorsam und Schisma zu verstehen, halte ich daher für keine naheliegende Auslegung des Kodex.
Der Professor verwendet wiederholt den Ausdruck nicht volle Gemeinschaft, als handele es sich um einen kirchenrechtlich definierten Status. Der CIC kennt einen solchen Zwischenstatus jedoch nicht. Er spricht zwar im Kanon 205 von der Plena Communio, entwickelt daraus aber keine rechtliche Kategorie einen teilweisen oder unvollen Gemeinschaft. Darüber hinaus erscheint bereits die Begrifflichkeit nicht volle Gemeinschaft aus ekklesiologischer Sicht problematisch. Es handelt sich um eine Ausdrucksweise, die insbesondere durch das Zweite Vatikanische Konzil geprägt wurde und einen neuen Zugang zur Frage der kirchlichen Zugehörigkeit und damit auch zum Verständnis des Dogmas extra ecclesia nulla salus eröffnet. Ob dieser Ansatz mit der klassischen Ekklesiologie vollständig vereinbar ist, ist selbst Gegenstand theologischer Diskussionen. Die traditionelle Ekklesiologie verstand die Zugehörigkeit zur Kirche grundsätzlich binär. Entweder gehört jemand zur Kirche oder nicht. Entsprechend sprach die kirchliche Tradition auch nicht von einer halben oder unvollständigen kirchlichen Gemeinschaft, genauso wenig wie man halb getauft, halb gefirmt oder halb verheiratet sein könnte. Im Interview entsteht der Eindruck, eine Bischofsweihe ohne päpstlichen Mandat sei ihrem Wesen nach bereits ein schismatischer Akt. Die Kirchengeschichte zeigt jedoch ein differenziertes Blick. Es gab wiederholt unerlaubte oder zumindest irreguläre Bischofsweihen, die nicht als formales Schisma bewertet wurden. Gerade deshalb unterscheiden viele Kanonisten zwischen Ungehorsam, Delikt, Schisma. Gerade weil der Gesetzgeber einen eigenen Straftatbestand für unerlaubte Bischofsweihe geschaffen hat, spricht dies dagegen, sie ohne weiteres als Schisma oder als bloße Unterform des Schismas zu behandeln. Andernfalls wäre die eigenständige Norm weitgehend überflüssig. Dazu komme ich aber später nochmal. Der Professor verwendet auch ständig den Begriff Parallelkirche. Auch dieser Begriff kommt im CIC nicht vor, also deuten wir ihn wieder nur der Logik nach. Eine Parallelkirche würde voraussetzen, dass sich die Gemeinschaft als eigene kirchliche Autorität neben oder gegen den Papst etabliert, wie beispielsweise bei den Protestanten oder Orthodoxen. Gerade das tut die FSPX aber nicht. Sie erkennt den jeweiligen Papst an, nennt ihn im Messkanon und bestreitet weder grundsätzlich sein Amt noch sein Primat. Im Unterschied zu sedevakantistischen Gruppen verweigert sie dem Papst nicht grundsätzlich die Unterordnung, sondern hält bestimmte konkrete Anordnungen für unvereinbar mit ihren Gewissenüberzeugung. Das ist Ungehorsam, aber nicht die Ablehnung des Papstes. Nur weil ein Kind eine Anweisung des Vaters nicht Folge leistet, bedeutet es noch nicht, dass es ihn nicht mehr als Vater anerkennt. Dass es sich um keine Parallelkirche handelt, sehen wir zusätzlich daran, dass die Piusbruderschaft keine Diözesanbischöfe weiht, sondern Weihbischöfe ohne Jurisdiktion. Nach der klassischen Lehre des Kirchenrechts sind Weihegewalt und Jurisdiktionsgewalt zu unterscheiden. Die Bischofsweihe verleiht die sakramentale Fülle des Weihesakraments, aber nicht automatisch die Leitung einer Teilkirche. Gerade deshalb kennt die Kirchengeschichte zahlreiche Weihbischöfe und Titularbischöfe ohne eigene Jurisdiktion. Umgekehrt kann Jurisdiktion unabhängig von der Bischofsweihe verliehen werden. Ein klassisches Beispiel ist der Diözesanadministrator. Er besitzt während des Vakants grundsätzlich die Leitungsgewalt über die Diözese, obwohl er nicht notwendigerweise Bischof sein muss. Ebenso gab es historisch-apostolische Administratoren und andere Ordinarien, die Jurisdiktion ausübten, ohne Bischöfe zu sein. Und auch heutzutage, aber das ist noch ein weiteres Thema. Deshalb führt die bloße Weihe eines Bischofs nicht automatisch zur Errichtung einer Parallelkirche oder Parallelhierarchie. Der Professor nimmt als selbstverständlich an, dass diese Bischofsweihe automatisch zu Parallelkirche führt. Das stimmt kirchenrechtlich so nicht. Denn zwischen der sakramentalen Weihe und der Leitung einer Teilkirche liegt eben die Jurisdiktion. Ohne diese fehlt ein wesentliches Element dessen, was man gewöhnlich unter einer parallelen kirchlichen Hierarchie verstehen könnte. Also die Erklärung mit diesem Angebot des derzeitigen Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre ist, wenn man so will, noch einmal der letzte Schritt in diesem gesamten Verfahren seit
1988 über 2009 bis zum heutigen Jahr, um deutlich zu machen, wenn die Piusbruderschaft bzw. die Verantwortlichen bereit sind, von diesen Bischofsweihen, die sie angekündigt haben, abzusehen, dann wird dieser doktrinelle Dialog noch einmal auch verstärkt, noch mal intensiviert. Aber wer eine, wenn man so will, päpstlich nicht mandatierte Bischofsweihe vornimmt, setzt einen Akt, der im Prinzip von sich aus gegen solch einen doktrinellen Dialog gesetzt ist. Man kann nicht über Schwierigkeiten in der Lehrfrage diskutieren und setzt gleichzeitig einen Akt eben gegen die Einheit der Kirche, die ja zugleich Gegenstand des Glaubens ist. Wir bekennen sie ja auch im Glaubensbekenntnis. Über das Angebot der doktrinären Gespräche werde ich ein separates Video noch machen. Hier will ich rein bei den rechtlichen Themen bleiben. Im Interview wird mehrfach der Eindruck erweckt, die unerlaubte Bischofsweihe sei ihrem Wesen nach ein Delikt gegen die Einheit der Kirche und deshalb ein schismatischer Akt. Der Aufbau des CIC spricht jedoch eine andere Sprache. Die Delikte sind bewusst gegliedert. Schisma gehört zu den Delikten gegen die Religion und die Einheit der Kirche. Die Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat steht dagegen im Abschnitt über die Delikte gegen die Sakramente. Diese systematische Einordnung ist kein Zufall. Hätte der Gesetzgeber die unerlaubte Bischofsweihe bereits als einen Fall des Schisma oder als Delikt gegen die Einheit verstanden, hätte es nahegelegen, sie im selben Abschnitt zu regeln. Stattdessen hat er einen eigenständigen Strafbestand geschaffen. Daraus folgt zwar nicht automatisch, dass eine unerlaubte Bischofsweihe niemals schismatisch sein kann, sie zeigt aber, dass das Kirchenrecht beide Delikte grundsätzlich unterscheidet und nicht gleichsetzt. Der Gesetzgeber unterscheidet Delikte gegen die Einheit und Delikte gegen die Sakramente. Wer diese beiden Kategorien praktisch verschmilzt, muss erklären, warum der CIC sie überhaupt getrennt geregelt hat. Das ist meines Erachtens ein gewichtiger Einwand gegen die Darstellung des Professors. Ein drittes Element für solch einen Notstand ist, dass das, was die Situation ausmacht, dauerhaft nicht abgewendet werden kann. Also ich kann nicht einen Weg finden, der mir für diesen Moment die Möglichkeit gibt, aus dieser Not, aus dieser auch Nötigung, vielleicht auch aus diesem damit verbundenen äußeren Zwang herauszukommen. Und dann muss das Mittel, und das wäre dann das vierte, um diesen Notstand irgendwie aufzulösen, ein angemessenes Mittel sein, das der Sendung der Kirche, das dem Wesen der Kirche entspricht. Und ein Mittel, das letztlich darauf ausgerichtet ist, durch das fehlende päpstliche Mandat, die Einheit der Kirche an diesem Punkt zu zerstören oder zu verletzen, erneut zu verletzen, ist, ich glaube, das sieht jeder ein, kein angemessenes, kein probates Mittel. Also es gibt so einige Elemente, um diesen Notstand zu beschreiben, aber es läuft letztlich darauf hinaus, ist das Mittel, wenn ich all das, was vorher beschrieben worden ist, annehmen würde, ein Mittel, das diesen Notstand aufheben würde, und zwar in einer angemessenen Weise. Und ich glaube, da muss man sehr eindeutig sagen, ein Mittel, das der Kirche eine Wunde zufügt und somit auch in der Gefahr steht, eine Parallelkirche aufzubauen, kann per se kein angemessenes Mittel sein. Geschweige denn, ob man die Situation, wie sie beschrieben wird, wirklich als Notstand deklarieren kann. Und auch da würde ich aufgrund der Punkte, die ich genannt habe, meinen Zweifel, meine Einfragen dran setzen. Ich habe hier den ersten Teil der Antwort zur Notstandsfrage übersprungen, denn darüber will ich auch ein separates, mehr theologisches Video machen. Was mich hier aber besonders beunruhigt, Professor Olli sagt sinngemäß, das sieht doch jeder ein. Aber das ist kein juristisches Argument, sondern zunächst einmal eine rhetorische Behauptung. Gerade darum geht die Diskussion doch. Ist eine Bischofsweihe ohne päpstliches Mandat unter allen Umständen ein ungeeignetes Mittel oder kann sie unter außergewöhnlichen Umständen gerechtfertigt sein? Ob sie ein angemessenes Mittel ist, hängt entscheidend davon ab, warum das päpstliche Mandat nicht erteilt wird. Genau diese Frage werde ich in einem eigenen Video ausführlicher behandeln. Für den Moment genügt die Feststellung, die behauptete Selbstverständlichkeit ergibt sich nur dann,
wenn man die vorhergehende Argumentation des Professors, insbesondere über Parallelkirche und Verletzung der Einheit, bereits akzeptiert. Sie kann daher nicht gleichzeitig als Begründung für diese Argumentation dienen. Häufig wird die Diskussion so geführt, als berufe sich die Priesterbruderschaft St. Pius X. Lediglich auf eine allgemein schlechte Lage der Kirche. Das ist aber nicht der Kern der Argumentation. Kirchenrechtlich geht es nämlich nicht nur um einen faktischen Notstand oder Notlage, sondern darum, ob es im konkreten Fall physisch oder moralisch unmöglich war, den gesetzlich vorgesehenen Weg einzuhalten. Eine psychische Unmöglichkeit liegt hier offensichtlich nicht vor. Niemand behauptet, Rom sei unerreichbar gewesen. Die eigentliche Frage betrifft vielmehr die moralische Unmöglichkeit. Und wie gesagt, die allgemeine Krise in der Kirche sozusagen ist noch keine Notlage im juristischen Sinne. Sie kann aber Grundlage eines solchen Notstands sein. Erzbischof Lefebvre war überzeugt, dass er ein päpstliches Mandat nur um den Preis erhalten hätte, Bedingungen zu akzeptieren, die er nach seinem Gewissen für mit der überlieferten Lehre und Liturgie der Kirche unvereinbar hielt. Ob diese Gewissensbeurteilung objektiv richtig war oder nicht, ist eine andere Frage, aber genau diese Überzeugung bildet den Kern seiner Berufung auf den Notstand und konkret auf die eben moralische Unmöglichkeit, diesen päpstlichen Mandat zu bekommen. Und an dieser Stelle scheint mir im Interview ein grundlegender strafrechtlicher Aspekt zu kurz zu kommen. Die entscheidende Frage lautet nämlich nicht bloß, ob objektiv tatsächlich ein Notstand bestand oder besteht. Wir reden ja sowohl von 1988 wie von der jetzigen Lage. Der Kodex berücksichtigt ausdrücklich auch die subjektive Seite des Handelns. Die Kanones 1323 und 1324 erfassen unter bestimmten Voraussetzungen auch den Fall, dass der Täter irrig, aber schuldlos oder zumindest nicht schwer schuldhaft annimmt, es liege ein Notstand vor. Gerade deshalb erscheint die bloße Antwort, es gab keinen Notstand, als juristische Erwiderung nicht ausreichend. Denn selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, dass objektiv kein Notstand bestand, wäre damit die eigentliche strafrechtliche Frage noch nicht beantwortet. Es müsste zusätzlich geprüft werden, ob Erzbischof Lefebvre damals und die Leitung der Piusbruderschaft heutzutage nach ihrem Gewissen davon überzeugt war, sich in einer Notlage zu befinden und welche rechtlichen Folgen diese Überzeugung nach den Kanones 1323 und 1324 hat. Genau diese Prüfung vermisse ich wieder in der Argumentation. Die China-Thematik, würde ich mal sagen, im Blick auf die Bischofsweihen ist eine sehr komplizierte, aber sie ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen dadurch geprägt, und das wird nachher den Unterschied zur Piusbruderschaft ausmachen, dass es eigentlich ein Bereich ist, in dem der apostolische Stuhl durch die dann erfolgende Anerkennung von Bischofsweihen, die zunächst ohne päpstliches Mandat erfolgt sind, oft nur reagieren kann. Also sie erfolgen ja nicht mit einer großen Ankündigung in den apostolischen Stuhl, hier werden jetzt Bischöfe geweiht, gegen euren Willen, sondern das geschieht auch oft im Unbekannten, es wird im Nachhinein bekannt. Und das Anliegen des apostolischen Stuhls scheint es dabei rückwirkend dann zu einer Gemeinschaft mit diesen geweihten Bischöfen zu kommen, um eben der Gefahr einer Parallelkirche entgegenzuwirken. Die Unterscheidung zwischen China und der Piusbruderschaft überzeugt mich an dieser Stelle leider kaum. Professor Olli argumentiert, Rom habe bei den chinesischen Bischofsweihen nur nachträglich reagieren können und deswegen geht Rom milder vor, während die Weihen der Priesterbruderschaft vorher angekündigt gewesen seien. Damit scheint aber weniger die Handlung selbst als vielmehr der Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch Rom entscheidend zu werden. Ich frage mich deshalb, ob das wirklich ein tragfähiges juristisches Unterscheidungskriterium ist. Denn die Rechtswidrigkeit einer Handlung hängt doch grundsätzlich nicht davon ab, ob sie vorher angekündigt oder es nachher bekannt wird.
Andernfalls würde derjenige besser stehen, der vollendete Tatsachen schafft und erst anschließend um eine Regelung bittet, als derjenige, der den Konflikt im Voraus offenlegt und eine Lösung sucht. Gerade dieses Schlussargument erscheint mir nicht überzeugend. Und um nochmal ein vorheriges Argument kurz aufzugreifen, die chinesischen nicht rechtmäßig geweihten Bischöfe beanspruchen durchaus Jurisdiktion. Das macht ihre Lage kanonisch nicht besser, sondern schlimmer, als das bei FSSPX der Fall ist. Übrigens weist Professor Olli selbst wenige Minuten später darauf hin, dass die Verschärfung der Strafnorm im Zusammenhang mit den chinesischen Bischofsweihen unter Pius XII. Erfolgte. Nun führt er aber gerade diese chinesischen Weihen als Beispiel dafür, dass Rom im Nachhinein differenziert reagieren kann und die Bischöfe anerkennen kann. Für mich stellt sich deshalb auch die Frage, wenn gerade der historische Anlass der Norm zeigt, dass die Kirche später differenziert vorgehen kann, warum soll diese Differenzierung im Fall der Pius-Bruderschaft ausgeschlossen sein? Keinesfalls schismatisch sein, weil sie gar nicht die Absicht verfolgen, sich abzuspalten. Reicht das aus, um sagen zu können, das ist nicht mal ein schismatischer Akt, wie Sie vorhin erklärt haben? Oder hängt es ab von der objektiven Tat? Ich würde da ein ganz klares Nein sagen. Es wird ja auch in dem Zusammenhang immer wieder gesagt, die strafrechtliche Bewertung eines solchen Aktes mit der Exkommunikation sei etwas sehr Junges, sehr Neues. Ich schneide an dieser Stelle ab, denn die Argumente, die folgen, sind praktisch Wiederholung. Die Frage von Frau Strauß bezog sich auf einen ganz bestimmten Punkt, nämlich auf die von Bischof Schneider angesprochene fehlende schismatische Intention. Auf diese Frage antwortet Professor Olli mit schlichtem Nein und wiederholt im Wesentlichen seine vorherigen Argumente. Es beantwortet aber nicht die eigentliche Frage. Denn wenn Bischof Schneider von der fehlenden schismatischen Intention spricht, dann stellt sich eine strafrechtliche Frage, welche Bedeutung hat die subjektive Absicht für die Beurteilung eines möglichen Schismas? Der Professor erklärt, die fehlende Absicht der FSSPX, ein Schisma zu begründen, sei unerheblich. Das erscheint mir zu pauschal. Sowohl die katholische Moraltheologie als auch das kanonische Strafrecht unterscheiden zwischen einer objektiven Tat, materiell, und einer subjektiven Schuld bzw. Intention, formell. Diese Unterscheidung zeigt sich bereits in den allgemeinen Strafnormen des CIC, insbesondere im Kanon 1321 fortfolgend, wonach eine Strafe grundsätzlich nur bei persönlicher Zurechenbarkeit, Imputabilitas, eintritt. Die bloße objektive Verwirklichung eines Tatbestandes genügt daher nicht automatisch für eine Strafe. Dasselbe Prinzip gibt übrigens auch bei anderen Delikta, die mit exkommunicala descendentia belegt sind. Wer konsekrierte Gestalten absichtlich entweiht, begeht ein schweres Delikt, das mit Exkommunika bedroht ist. Entscheidend ist aber gerade die Absicht der Profanierung. Ein aktuelles Beispiel war der Fall in der Schweiz, bei dem konsekrierte Hostien an Hunde verfüttert wurden. Der zuständige Bischof stellte darauf ab, dass die beteiligten Gläubigen nach seiner Einschätzung keine sakrilegische Absicht hatten. Diese Einschätzung wurde vielfach kritisiert, ich halte sie aber durchaus für plausibel, wenn man die Lage des Glaubens im deutschsprachigen Raum, was die Realpräsenz betrifft, betrachtet. Aber unabhängig von der Bewertung des konkreten Falls zeigt das Beispiel, dass selbst bei einer objektiv äußerst schweren Geschehen die subjektive Intention für die strafrechtliche Beurteilung nicht als bedeutungslos angesehen wird. Das wird besonders deutlich an einem einfachen Beispiel. Ein blinder Mensch betritt eine Kirche und tritt unwesentlich auf eine konsekrierte Hostie, die auf dem Boden liegt. Objektiv wird die Hostie beschädigt. Dennoch würde doch niemand behaupten, der Betreffende habe dazu automatisch ein sakrilegisches Delikt begangen oder sich gar exkommuniziert. Der Grund liegt darin, dass das materielle Geschehen allein nicht genügt, es fehlt die subjektive Zurechenbarkeit. Gerade deshalb ist der Einwand von Bischof Schneider unbedingt zu behandeln, vor allem weil, wie schon gezeigt, die unerlaubte Weihe nicht automatisch Schisma bedeutet.